Blockaden beim Trompetespielen, dann trainiert man Flexibilität. Flexibilität heißt geschmeidiges Trompetenspiel. Doch wie funktioniert das Ganze? Wichtig ist, dass du nicht mit Kraft versuchst, das Ganze zu lösen, sondern ganz im Gegenteil, mit der Flexibilität deiner Lippen. Lip Flexibilities von Colin, die sollte eigentlich jeder Trompeter kennen. Also Naturtonbindungen hoch, runter, in alle Richtungen, in allen Tempi. Jetzt ist aber wichtig, dass wir natürlich nicht einfach nur blind an die Übungen rangehen und die versuchen irgendwie zu spielen, sondern da fängt ja eigentlich das Problem schon an. Man macht die erste Übung, merkt, es ist brutal schwer und denkt sich, ja gut, das kann ich mir auch sparen, dann trainiere ich lieber Anstoßen, andere Sachen. Klar, kann man machen, aber jetzt geht es um Flexibilität und da geht es einfach darum, dass wir uns auch Schritt für Schritt hier Gedanken machen und wissen, wie wir denn da gut reinstarten können. Also, Trompete schnappen, Mundstück drauf machen, wunderbar. Das Problem ist, die Trompete hat einen gewissen Widerstand. Jetzt, wenn ich nach oben spiele, muss ich den Widerstand hier überblasen. Das heißt, möglichst weich und ohne große Anspannung, denn dann habe ich ja das Problem wieder, ich komme an diese Grenze und dann hilft es mir nur, wenn ich extrem laut werde oder eben anstrenge, damit ich den nächsten Naturton erreiche. Okay, das ist das Problem. Jetzt heißt es Lautstärke reduzieren. Wieso? Dann müssen sich die Ansatzmuskel schon mal weniger anspannen, weil ich einen geringeren Luftdruck standhalten muss. Macht Sinn. Okay, das heißt, ich starte jetzt zum Beispiel mal bei C2, das ganze Mezzo Piano, Mezzo Forte Bereich maximal. Okay, mein Ziel ist jetzt das G2. Oder langsamer. Ich merke richtig, wie sich meine Ansatzmuskulatur umschaltet, eben für die nächste Tonfrequenz. Und du hast auch gehört, da waren keine Brüche dazwischen, sondern ich habe genau diese Frequenz erreicht und diese Einstellung erreicht, die ich eben für den nächsten Ton E2 und für den nächsten Ton G2 brauche. Diese Übung baue ich jetzt natürlich aus bis zum B, bis zum C3 und noch einen Ton drüber und eben wieder zurück das Ganze zu einem Ausgangston. Aber jetzt haben wir zwar die Übung beschrieben, aber dennoch kann es bei dir natürlich sein, dass immer noch diese Bruchgeräusche passieren. Okay, das heißt, man versucht jetzt möglich in Zeitlupe zum nächsten Ton zu kommen. Das würde sich dann in etwa so anhören. Also erstmal Zeitlupe, man gleitet so richtig rüber, das nennt sich Töne treiben, okay? Und wenn das klappt und der nächste Ton kommt, Geschwindigkeit erhöhen. Genauso gehst du vor, wenn du zum nächsten Ton, zum G2 möchtest. Jawohl, und unsere Muskulatur lernt eine Fertigkeit, eben diese Töne miteinander zu verbinden, aber diese auch so anzuspielen, dass eben kein Bruch zwischen den einzelnen Naturtönen entsteht. Jawohl, wie gerade eben schon beschrieben, wird die Übung eben ausgebaut. Jawohl, und ich merke gar keinen großen Druck vom Mundstück gegen die Lippen, sondern ich merke, wie alles dahinter passiert. Natürlich hat Hochspielen oder Höherspielen auch immer etwas mit Druck zu tun. Das kann man gar nicht ausblenden. Das ist einfach physikalisch die Grundlage. Aber ich kann versuchen, nicht ins Maximum zu gehen, sondern das Ganze reduzieren auf ein mögliches Minimum, nämlich auf die Flexibilität, die hinterm Mundstück passiert. Natürlich sind auch Luftdruck, Zungenposition etc. entscheidend, aber die meisten Probleme entstehen genau eben hier im Kontakt mit dem Mundstück zu unseren Lippen. Dass man da schon versucht abzudrücken, dass der Hals eng wird und so weiter und so fort. Ich spreche da aus Erfahrung, ich habe damit jahrelang rumgemacht, weil einfach die Naturtonbindungen bei mir nicht gut funktioniert haben. Und durch Überlegen, Beobachten und unterschiedlicher Lehrer klappt es dann doch auch, dass der Schalter fällt und man weiß, okay, so funktioniert das Ganze also. Ja, und jetzt, wenn du es natürlich mit der Ventilposition 0 gemacht hast, gehst du chromatisch eben durch die ganze Sache durch. Das heißt, du hast
und eben dann nach oben erweitern. Das heißt, einen vierten, einen fünften, einen sechsten Naturton dazu nehmen. Wunderbar. Geschwindigkeit erhöhen und eben immer darauf achten, dass es weich und geschmeidig bleibt, eben flexibel bleibt und nicht steinhart betoniert und fest ist, weil dann wird es eben nicht weich und es werden die Töne auch nicht sauber einrasten, was ja letztendlich unser Ziel ist. Wunderbar. Töne treiben war das Stichwort. Wir haben es gerade eben schon so ein bisschen mit einfließen lassen. Das kannst du natürlich auch über die ganze Übung machen. Das heißt, wenn du die einzelnen Töne miteinander verbindest, natürlich braucht es Zeit, man macht das Ganze langsam und die Luft wird irgendwann knapp. Dann machst du nur aufwärts. Oder du machst es eben nur abwärts. Oder du machst es nur zwischen zwei, drei Tönen. Auch das ist jederzeit möglich. Du siehst, du hast eine Art von Übung, die du auf unterschiedlichste Art variieren kannst und eben auf dich anpassen kannst. Mach's auswendig, weil wenn du es auswendig machst, fühlst du viel besser rein, was passiert denn bei dir, in dir, beziehungsweise du hast das Ohr frei und hörst auch hin, wie klingt es denn überhaupt. Ansonsten ist man oft vom Notentext abgelenkt, man liest und versucht von links nach rechts durchzuspielen und am Ende hast du zwar die Zeile gespielt, aber das bewusste Training leider fallen lassen. Und es ist auch wichtig, dass wir immer ganz bewusst wahrnehmen, was bei uns passiert. Wunderbar. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und zwar gehen wir in die flexible Tonwiederholung. Das heißt, wir spielen unsere Übung bis zum C3 zum Beispiel oder einen tieferen Ton, nehmen noch einen Ton höher dazu, spielen zwischen denen hin und her, das Ganze gebunden und eben wieder zu unserem Ausgangston zurück. Die Übung klingt dann so. Und das kannst du oben natürlich länger machen oder kürzer machen. Wichtig ist nur, du bewegst dich da oben etwas und dann geht es wieder zum Grundton, zu deinem Ausgangston zurück. Wie trainierst du deine Flexibilität? Hast du andere Übungen oder machst du es auf eine andere Art und Weise? Dann schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.